Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir werden gemeinsam das Google Pixel 6a in der genialen Farbe Sage, also dem Grün, auspacken, passend zu meinem Outfit, was nicht verkehrt ist. Es bleibt spannend, denn eventuell wird dieses Gerät hier, also das günstigste der 6er Serie, mein Google Pixel 6 Pro ablösen. Es bleibt spannend, wie gesagt, wir werden sehen in den kommenden Wochen. Das hier ist ein zwischengeschobenes Video, fest versprochen, das Review zu meinem Galaxy Z Fold 4 kommt dieses Wochenende. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Unboxing. Los geht's! Unser erster Schritt wird sein, die Verpackung aus der Folie zu nehmen. Google handhabt es ja immer so, dass die Geräte in einer Folie kommen. Weiß auch nicht warum. Hier oben auf der Frontseite haben wir einmal das Google-Logo, den Pixel 6a Schriftzug sowie das Abbild des Google Pixel 6a in der schönen Sage-Farbe. Ihr wisst es, diese Geräte, diese Serie kommt in 3 Farben raus, einmal weiß, einmal schwarz und einmal diese grüne Farbe, und ich finde diese Farbkombination einfach extrem gelungen. Sieht mega gut aus. Auf der Unterseite haben wir nichts weiter als ein paar Angaben wie die E-Mail-Nummer. Auf der rechten Seite ein Pixel 6a Schriftzug, auf der Kopfseite das Google-Logo. Links den Google-Schriftzug, und jetzt kommen wir auf die Rückseite, wo wir sehen können, dass es sich um das Pixel 6a handelt. 5G, Sub 6, 128 GB und der Name der Farbe. Würde ich sagen, ziehen wir zweimal diese Laschen hier auf. Einmal, zweimal, drehen die Verpackung um. Heben den Deckel an. Wunderbar. Oh, schöne Farbe, wirklich. Mega gelungen. Das gibt es ja gar nicht. Das hätte ich mir hier für die Top-Geräte, also das Pixel 6 Pro oder auch das Pixel 6 gewünscht. So eine fancy Farbe. Sieht mega gut aus. Ich hoffe, die Pixel 7 Geräte, beziehungsweise das kann ich jetzt schon revidieren. Diese Farbkombination wird es nicht in der 7er Serie geben. Aber genug gequasselt, holen wir das Gerät mal raus. Legen es kurz auf den Deckel hier und gucken uns nämlich den Lieferumfang an. Was ist das denn? Pixel 6a und Google Tensor. Der Prozessor wird hier beworben. Das hat man bei der 6er Serie nicht so. Okay, wir werfen einen Blick rein. Auf der Unterseite das SIM-Tool. Sowie, oh, schön gemacht hier, eine schöne Aufmachung, wirklich. Okay, eine Schnellstartanleitung und eine Warranty Card plus das SIM-Tool, wie bereits erwähnt. Und dann haben wir natürlich noch das USB Typ C auf USB Typ C Ladekabel und den Adapter hier, USB Typ C auf USB-A. So viel zum Lieferumfang. Legen wir beiseite und gucken uns das Gerät näher an. Lasst die Farbe mal auf euch wirken. Also mir gefällt diese Farbkombination sehr, sehr gut. Okay. Auf der Front ist eine Papierfolie installiert, die uns nochmal zeigt, wo was ist. Hier also ein Ausschalter, hier die Lautstärkewippe. Hier der Fingerabdrucksensor, dürfte höchstwahrscheinlich optisch sein. Hier unten der Eingang für USB Typ C und hier der SIM-Schacht. Einmal entfernen. Genau. Und schon haben wir das Display. Hierbei handelt es sich um ein 6,1 Zoll Display, 60 Hertz leider nur, Full HD Plus Auflösung, das heißt 1080 x 2400 bei 429 ppi. Das Seitenverhältnis beträgt 20:9. Auf der Front ist Corning Gorilla Glass 3 installiert leider nur. Und die Abmessungen belaufen sich auf 152,2 mm in der Höhe, 71,8 mm in der Breite und wir haben eine Tiefe von bzw. eine Dicke von 8,9 mm. Dabei wiegt das Gerät 178 Gramm. Der Rahmen rundherum besteht aus einer matten Legierung und jetzt haltet euch fest, die Marketingabteilung von Google hat wieder einen rausgehauen.
Die Rückseite wird genannt 3D thermogeformte Rückseite. Nichts weiter als Plastik oder Polycarbonat. Aber damit verdienen sich natürlich wieder einen Schulterklopper hier. Aber nichtsdestotrotz, die Farbe sieht wirklich genial aus. Wie steht es um die technischen Daten hier auf der Rückseite? Wir sehen hier bereits einen LED-Blitz und 2 Kameras haben wir. Zum einen haben wir eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 1,25 Mikrometer Pixelgröße, einer Blende von f2.2 und einem Sichtfeld von 114 Grad. Daneben haben wir eine 12,2 Megapixel Weitwinkelkamera mit Dual-Pixel-Technologie, 1,4 Mikrometer Pixelgröße, einer Blende von f1.7 und einem Sichtfeld von 77 Grad. Positiv anzumerken bei diesem Gerät ist, dass der Kamerastreifen nicht weit aus dem Gehäuse ragt. Das ist wirklich nur minimal. Vibriert und es hat auch noch ein wenig Strom. Wunderbar, wie gesagt, ein 6,1 Zoll großes Display. Die Displayränder sind natürlich ein bisschen dicker als wie beim Google Pixel 6 Pro, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wie liegt es denn generell in der Hand? Also ich muss sagen, so im Ersteindruck liegt es wirklich gut in der Hand, ja, und ich erreiche wirklich mit minimaler Handpositionänderung erreiche ich hier den Ein-Ausschalter, den Lauter-Bereich und auch die Leiser-Taste hier, beziehungsweise in der Wippe die untere Position. Also von der Positionierung her habe ich da wirklich keine Probleme. Nichts zu meckern. Und jedes Mal, wenn dieses obere Element auf das untere stößt, vibriert das Gerät und der haptische Feedback, der ist in Ordnung. Jetzt gerade, das ist wirklich in Ordnung. So, bevor wir mit der Einrichtung beginnen, möchte ich noch eins zur Software-Update-Politik sagen. Dieses Gerät hier wird Android-Versionsupdates erhalten bis mindestens Juli 2025 und Sicherheitsupdates bis mindestens Juli 2027. Also das ist schon in Ordnung. Das geht für diese Preiskategorie, für diese Smartphone-Kategorie absolut in Ordnung. Finde ich gut von Google. Und schauen wir mal, was die Zukunft wirklich bringen wird. So, im Pixel 6a ist ein 4410 mAh starker Akku verbaut und der USB Typ C Eingang ist USB Typ C 3.1 Gen 1. Mit maximal 18 Watt kann man hier laden. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir mit der Einrichtung. Die Sprache muss natürlich geändert werden in Deutsch. Da haben wir es. Deutschland, jawohl. Willkommen auf deinem Pixel. Jetzt starten, ja bitte. Mobilfunkverbindung herstellen, das kann ich jetzt nicht, das muss ich überspringen, denn meine SIM-Karte steckt noch im Galaxy Z Fold 4 rechts. Also einmal überspringen. Mit WLAN verbinden, das allerdings können wir sehr gerne machen. Mache ich kurz hinter der Kamera. Hat geklappt. Dein Smartphone wird vorbereitet. Es kann einige Minuten dauern, sollte aber keine Minute dauern. So wie ich Google kenne und die Pixel-Geräte dürfte schneller vonstatten gehen. Enttäuscht mich jetzt nicht. Also wenn es doch einige Minuten dauern sollte, dann werde ich definitiv vorspulen. Übrigens hat dieses Gerät 6 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und 128 GB UFS 3.1 Speicher. So, Apps und Daten kopieren. Ich könnte jetzt die Apps und Daten von meinem Pixel 6 Pro kopieren, machen wir allerdings nicht, wollen wir als neues Gerät einrichten, deswegen nicht kopieren. Die Daten werden überprüft. So, Google-Konto, machen wir. Machen wir doch glatt. So, jetzt bekommen wir hier eine Benachrichtigung. Das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, das ist ein Querformat, ja, das bin ich. Wunderbar, vielen Dank Z Fold 4. Weiter geht es. Telefonnummer hinzufügen, machen wir später. Das heißt, hier einmal auf Ja, Stimme zuklicken. Ich stimme nochmal zu, den Datenschutzbestimmungen und die Kontoinformationen werden abgerufen.
Google-Dienste, Standort verwenden, ja. WLAN-Suche zulassen, nein. Denn hier ist der größte Knackpunkt. Da steht es, Apps und Dienste dürfen immer nach WLANs und Geräten in der Nähe suchen, auch wenn WLAN oder Bluetooth deaktiviert ist. Das ist überhaupt nicht gut. Und das nagt am Akku. Von daher einmal ausschalten. So, Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden, nein, wollen wir auch nicht. Das war's. Wir klicken auf Akzeptieren. Smartphone mit Google One sichern, nicht jetzt. Okay, eine PIN festlegen, das machen wir. So, eine 4-stellige PIN ist jetzt eingerichtet. Klicken auf Bestätigen. Entsperrung per Fingerabdruck einrichten, natürlich. Das machen wir sehr gerne. Hier kriegen wir noch eine Anleitung. Wow. Ich stimme zu. Okay. Starten. Nicht getroffen. Jetzt allerdings lege deinen Finger so lange auf den Sensor, bis du eine Vibration spürst. Okay. Der haptische Feedback ist super. Selbst für diese Preisklasse gefällt mir wirklich sehr gut. Absolut ausreichend. Und gar kein Vergleich zu den alten Geräten. So, jetzt lege deine Fingerkuppe auf den Sensor. Okay. Irgendwas mache ich hier falsch. So, roll den Finger zu beiden Seiten. Okay. Ist gar nicht so einfach unter der Kamera. Aber wir werden es hinkriegen. Gut. Nein, wir belassen uns jetzt bei dem einen Fingerabdruck. Klicken auf Weiter. So, Einrichtung fortsetzen. Du kannst fortfahren, um die Einrichtung deines Gerätes abzuschließen oder aufhören und dich später daran erinnern lassen. Wir klicken jetzt auf Weiter. Per Sprachbefehl mit Google sprechen. Jetzt kriegen wir hier eine Erläuterung. Das überspringen wir, denn ich möchte nicht Hey und ihr wisst schon was aktivieren. Auf Assistant zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren. Das will ich jetzt auch überspringen. Und eventuell dürften wir jetzt fertig sein mit der Einrichtung. Schnell per Smartphone bezahlen, also Google Pay. Das überspringen wir jetzt auch mal. Aber ihr seht, dass es diese Möglichkeit gibt. Sonst noch etwas. Hier eine weitere E-Mail oder ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen. Sofortübersetzung erhalten, Musik in der Nähe erkennen lassen, also hier Play Now. Und Hintergrund ändern, weitere Apps auswählen. Always on Display. All das könnte man hier jetzt nochmal aktivieren, wenn man denn möchte. Kann man aber auch später nachholen, ist gar kein Thema. Deswegen klicken wir jetzt mal auf Nein, danke. Mehr Tipps und Tricks. Du kannst E-Mails abonnieren, um immer auf dem Laufenden über Hardware-Produkte von Google und die damit verbundenen Funktionen, Dienste und Angebote zu bleiben. Nichts weiter als ein Newsletter, gehe ich mal von aus. Deswegen Nein, danke. Dein Smartphone wird vorbereitet. Dies kann einige Minuten dauern. Solch eine Benachrichtigung hat man am Anfang bereits. Zum Verwenden deines Smartphones wischen. Okay, das ist jetzt ein Tutorial für die Gestensteuerung. Ich denke, das ist jedem klar. Das müssen wir jetzt nicht machen. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Und damit sind wir fertig. Wir können das Smartphone jetzt verwenden. Nach oben wischen, um den Startbildschirm aufzurufen. Sehr gerne. So sieht er aus, der Startbildschirm. Wir haben hier unten eine Animation, dass wir jetzt irgendwas machen sollen. Von unten hochwischen sollen. Aber es hat nicht geklappt. Jetzt. Genau, wir gehen mal in die Einstellung. Gucken uns an, wie viel freien Speicher wir zur Verfügung haben. Das System belegt 12 GB. 14 von insgesamt 128 GB sind verwendet. Das heißt, wir haben noch 114 GB zur freien Verfügung. Das ist in Ordnung. Und ihr seht es, keinerlei Bloatware. Das ist ja immer der Vorteil von Googles eigener Software hier.
Da wird jetzt noch ein bisschen was nachinstalliert, ja, auch im Hintergrund Updates gezogen. Aber im Großen und Ganzen ist die Software hier wirklich clean und minimal gehalten. Das soll es von dem Pixel 6a Unboxing gewesen sein. Wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Gerät. Im Ersteindruck wirklich für die Preisklasse fühlt sich hochwertig an. Trotz leider hier Plastikrückseite, Polycarbonatrückseite, aber die Farbe ist halt wirklich genial. Der Rahmen hier aus Aluminium. Die Tasten sitzen gut fest. Oh, das ist jetzt mal eine Neuerung. Auch der Power-Button, gut, der hat ein bisschen Spiel, ganz leicht, aber nur ganz leicht. Trübt jetzt den Ersteindruck nicht wirklich. Ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Gebt mir ein paar Wochen, um das Gerät mal durchzutesten, und dann kommt auch das Review dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video, macht es gut und tschüss.